In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie du selber Line Art erstellst. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, was ist überhaupt Line Art, ne? Also eigentlich was ganz, ganz Simples, nämlich ein umrandetes Objekt, wenn man so möchte, ja. Aber Line Art ist mittlerweile ziemlich beliebt. Also du erstellst einfach in Anführungsstrichen, also du malst etwas und machst einfach nur den Außenrand davon. Und das Ganze nennt sich dann Line Art. Ja, damit kann man viele schöne Sachen machen. Wenn man irgendwie die Umrandung von irgendwelchen Objekten hat, kann man das als Designer dann hinterher natürlich weiterverarbeiten. Ich zeige dir jetzt einmal am Rechner, was genau Line Art ist und wie beliebt das bereits ist. Und dann schwenken wir um auf mein iPad und ich zeige dir auch noch, wie du selber Line Art erstellst. Also ich bin jetzt einmal hier bei Creative Market und dort habe ich einfach Line Art eingegeben, wie du hier oben siehst, und das wurde mir ja alles rausgeworfen. Also ich klicke jetzt mal einfach hier auf eine Sache drauf und du siehst schon, was Line Art ist, nämlich schlicht und einfach die Umrandung von einem Objekt. Das kann etwas seltsam aussehen, erstmal, oder auf jeden Fall sehr grafisch, wenn wir jetzt den Kopf von jemandem nehmen, aber naja, hat auch irgendwie was, ne? Ich gehe nochmal zurück, da siehst du, dass das auch nicht nur Menschen sind, die man in Line Art umbauen kann, sondern auch Botanical, ja, hier ganz viele Pflanzen, die in Line Art umgebaut werden können. Wenn ich jetzt hier mal weitergehe, dann siehst du, was man damit machen kann. Nämlich schöne Produkte erstellen, ne? Fotografie ist es ja nicht mehr, ne? Produkt erstellen auf jeden Fall. Und ja, auch ganz verschiedene, oder auch einfach Grafiken für die Wand kann man auch noch erstellen. Also, ist sehr vielfältig. Wie du jetzt selber Line Art erstellst, das zeige ich dir am iPad. Wir nutzen das Programm Procreate. Das ist nicht das One and Only. Also du kannst nicht nur Procreate nehmen und einen Apple Pencil und ansonsten gibt es eben kein Line Art. So nicht. Also du kannst das Ganze auch in Photoshop machen, du kannst in Affinity machen. Das funktioniert überall, ne? Ich mache es am iPad einfach nur aus dem Grund, weil es angenehmer ist, auf einer flachen Fläche zu malen, im Gegensatz dazu, wenn ich am Computer mit einem Vektorbearbeitungstool einfach klick, einfach da drumherum mache. Deswegen iPad, ja, ansonsten, es geht auch woanders. Wir switchen einmal rüber auf das iPad. So, ich habe jetzt hier einmal bei mir zu Hause einfach ein Foto von einem Monstera-Blatt gemacht. Ja, Fensterblatt nennt man das. Ich glaube auch Drachenpalme, aber es soll uns nicht interessieren. Es ist einfach nur ein Foto von einem Blatt. Du kannst nehmen, was auch immer dir vor die Kamera läuft. Und anschließend eröffne ich daneben mein Procreate-Programm. Kann ich hier neben ziehen. Und dann kann ich das eine kleiner machen, das andere größer, wie ich das gerne möchte. Und dann wird es ganz simpel. Ich kann nämlich hier meinen Pinsel auswählen, den ich nehmen möchte, und meistens kann man dafür ganz prima Peppermint nehmen. Der ist hier unter Skizze. Das ist ein Pinsel, der schon in Procreate enthalten ist. Es gibt auch ganz viele andere, die du nehmen kannst. Es ist völlig egal, aber ich nehme jetzt einfach mal den hier und hier könnte ich noch Einstellungen vornehmen, will ich jetzt natürlich nicht. Und dann mache ich das Ganze in schwarz. Das kann ich machen, indem ich hier etwas länger draufklicke, dann ist es wirklich schwarz. Und jetzt kann ich selber mein Blatt malen. Ich zeige dir jetzt nur eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Ja? Also ich gucke jetzt hier links und male rechts und ja, du kannst das so machen, du musst es aber nicht. Ich setze das jetzt nur mal einmal ganz kurz so an, damit du siehst, ja, das funktioniert auch. Ja, und jetzt habe ich, es kommt ja auch gar nicht so darauf an, dass man das hundertprozentig gleich hat. Ne? Es ist gar nicht die Frage, wichtiger ist, dass es ungefähr einem Blatt entspricht und man das hinterher auch so als solches erkennen kann. Ne? Deswegen hier einfach das Blatt erstmal malen und dann ja, gehe ich hier so in die Mitte rein. Und jetzt habe ich hier so einen Strich. Und im Prinzip, jetzt ohne das Ganze schön auszuarbeiten und so weiter, habe ich jetzt hier schon meine Line Art drin. Das war es im Prinzip schon. Ne? Klar, man macht das jetzt natürlich hübscher und man verwendet da sehr viel mehr Zeit drauf, als ich das jetzt getan habe. Aber ich wollte dir damit nur zeigen, es ist ganz einfach machbar. Wer jetzt sagt, ich habe so gar kein zeichnerisches Talent und ich kriege noch nicht mal so ein Blatt gemalt,
Gar kein Problem. Das lernst du aber mit der Zeit. Aber dennoch zeige ich dir jetzt einen Weg, wie du das auch hier machen kannst. Ich mache das jetzt erstmal wieder weg. So, jetzt habe ich nur noch Procreate geöffnet. Lösche diese Zeile wieder. Einmal löschen. Und jetzt öffne ich das Blatt hier. Und jetzt einfach hier oben draufklicken und dann Foto einfügen. Und jetzt kann ich hier in meinen Fotos, kann ich dasselbe Blatt öffnen, was ich gerade hatte. Habe ich jetzt hier in meinem Dokument drin. Wurde auch schön angepasst. Ne? Und jetzt kann ich mir einfach eine neue Ebene erstellen. Und jetzt mache ich im Prinzip dasselbe wie gerade. Nur, ich kann jetzt einfach hier entlang malen. Viele werden sagen, es ist doch viel einfacher. Ja, das ist es. Es ist halt ja ein bisschen ohne künstlerische Freiheit, aber ja, viel, viel einfacher. Ne? Ich gehe einfach hier entlang, mal meine Linien. Und wenn ich das getan habe, kann ich dann schlicht und einfach die Ebene löschen und habe dann auch meine Line Art. Du siehst schon, es ist ganz nicht so unwichtig, dass ich das in einem durchzeichne. Ja, mache ich jetzt mal einfach so hier. Ja, ich glaube, dass es dann schöner wird, wenn ich das nicht ansetze, wäre auszuprobieren. Ne? Weil es muss ja gar nicht 100% ordentlich sein, wie wir das gerade am Rechner gesehen haben. Und wir können natürlich auch immer radieren. Also selbst das überhaupt kein Problem, wenn das jetzt nicht so fortklappt. So, jetzt habe ich erst einmal hier rumgegangen. Wenn ich etwas löschen will, ne, also wenn ich jetzt hier irgendwie einen Strich mache und ich will den löschen, einfach mit 2 Fingern einmal tippen. Jetzt ist das Schöne, ich habe das hier auf einer extra Ebene. Wenn ich das jetzt ausstelle, habe ich mein Blatt. Was ich jetzt hier vielleicht noch bräuchte, wäre dieser Stamm in der Mitte. Dann mache ich meinen Pinsel etwas größer und ziehe einmal hier rein. Den kann ich natürlich dann noch schön ausfüllen, aber vom Grundprinzip her, du siehst schon, wird das jetzt mehr Blatt als vorher. Jetzt kann ich hier noch die einzelnen Linien nachmalen. Also nein, wenn du Grafikdesigner werden willst, musst du nicht unbedingt ein großer Künstler sein. Es ist ganz hilfreich, wenn man das eine oder andere malen kann, aber dank der Technik, die es heute gibt, kann man halt auch viel, viel, viel drumherum machen, beziehungsweise sich einfach ein Blatt nehmen. Bitte nicht klauen, einfach immer selber machen. Ne? Auf ein eigenes Blatt, was bei dir zu Hause steht, ist natürlich kein Copyright drauf. Das kannst du machen. Bei anderen Sachen, naja, da sollte man das dann eben nicht machen, weil ist eben Copyright und da kriegt man dann ganz doll Ärger. Jetzt habe ich hier erstmal so ein grobes Blatt gemalt. Jetzt kann ich das natürlich, oder sollte ich auch, das hier einfach noch weiter ausarbeiten. Ne? Und das wird jetzt noch eine ganze Weile dauern. Ich habe jetzt erst einmal die Umrisse. Du siehst schon, hier fehlt ein bisschen was, weil ich da am Rand war. Kann ich dann nachmalen. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt erstmal mein Blatt und kann das jetzt weiter ausarbeiten. Und natürlich auch mit Farbe füllen, wenn ich das wollte. Aber ich würde jetzt einfach erstmal nur gemäß der Line Art das Ganze ausarbeiten. Wenn ich das getan habe, brauche ich irgendwann, wenn es dann hübsch ist, diese Ebene nicht mehr. Und ich brauche auch diese Ebene nicht mehr. Warum stelle ich die jetzt aus? Das ist immer noch hier drauf, ne? Du siehst es noch ganz eben. Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass ich es gerne als PNG gespeichert haben möchte. Ich mache es wieder an, damit du was sehen kannst, ich möchte diesen Hintergrund natürlich in meinem Bildbearbeitungsprogramm oder in meinem Vektorprogramm nicht mehr haben, wenn ich damit weiter arbeite. Wenn ich das zum Beispiel für eine Produktverpackung nehmen will, dann macht es keinen Sinn, hier irgendeinen weißen Rahmen drum zu haben. Deswegen brauche ich immer ein PNG. Und das, wie gesagt, kann ich hier ganz einfach erreichen, indem ich den Hintergrund ausstelle und dann kann ich das Ganze exportieren. Na, dann steht jetzt hier exportieren oder bereitstellen und dann kann ich mir hier ein Format aussuchen. Ich nehme jetzt PNG und kann das dann wo auch immer hinspeichern. Ich kann das direkt an meinen Computer senden. Ich kann das dann aber auch, ich sende das mal an meinen Computer und dann habe ich das hier, ich mache das da mal auf, damit du den Unterschied erkennen kannst. Ich habe jetzt hier ein PNG, ja, also hier, das ist jetzt nicht weiß, sieht jetzt so aus, weil der
iMac ist den Hintergrund weiß gemacht, aber das ist einfach durchsichtig. Es ist ein PNG. Hier oben steht es auch PNG. Und ich könnte das jetzt so weiterverwenden. Das ist das Schöne daran. Ne? Also ganz wichtig, du brauchst immer einen transparenten Hintergrund, um dann daraus dann auch irgendetwas zu machen. Wie gesagt, lange nicht fertig. Ja? Es gilt jetzt, das Ganze schön auszuarbeiten und deine Line Art weiter auszuführen und ja, vielleicht ein paar Sachen noch reinzumalen, damit es hübscher aussieht und so weiter. Ne? Aber ich hoffe, du hast das Prinzip verstanden, wie das Ganze funktioniert, wie du es auf dem iPad erstellt, auf deinen Computer bekommst, wie du das zum Weiterarbeiten benutzen kannst. Du kannst es auch einfach bei Creative Market kaufen, natürlich, das geht auch immer. Aber man kann das auch alles ganz prima selber machen. Mach dir ein Foto von schönen Sachen und erstelle daraus deine eigene Line Art und dann kannst du diese Sets natürlich auch verkaufen. Ja, ganz einfach, eigentlich einfach. Ne? Ist immer einfach in Anführungsstrichen. Okay. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss den Like-Button nicht zu klicken. Nicht auf den Like-Button zu klicken, wie auch immer. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.